So, heute ist der letzte Tag bei der Wartung bei Roseburg hier. Der Kunde hat die Produktion am Laufen seit gestern Abend. Sie lief fehlerfrei über die Nacht. Wir stellen jetzt heute noch die Brennerkurve, kontrollieren wir nochmal sauber, ob die passt und schauen, ob wir die Grenzwerte einhalten, welche der Staat South Carolina vorschreibt an NOx-Werten und CO-Werten. Und wir kontrollieren auch den Restsauerstoff im O2, um zu garantieren, dass wir eine saubere Verbrennung haben und einen effizienten Kessel. Ihr könnt mir jetzt ja einfach ein bisschen über die Schulter gucken, was wir jetzt machen. Und dann kann ich euch währenddessen noch ein bisschen was dazu erklären. So, den Brenner tun wir immer einmal im Jahr einstellen. Wenn wir dann zur Wartung da sind, nach der Wartung dann auch, vor allem wenn wir dann eventuell eine Stauscheibe getauscht haben oder den Gasfilter nochmal gereinigt haben, weil dann können sich hier einige Parameter ändern, Drücke und Luftströme, und daher stellen wir nach der Wartung den Brenner ein, wenn die Produktion läuft und der Brenner mindestens über Nacht jetzt läuft unter Betriebstemperaturen, und dann schauen wir uns genau an, wie die Verbrennung ist, wie die Abgaskurve ist. In dem Falle hier haben wir sogar eine automatische O2-Regelung, die tue ich dann neu einlernen auf die Werte, dass diese dann sauber durchläuft. So, jetzt macht der Brenner seine automatische O2-Kalibrierung. Er fährt jetzt einmal die Luftklappe, in diesem Falle hier 10% zu von dem Einstellwert und dann nochmal 10% auf, und somit abzutasten, in welchem Bereich er regeln darf und regeln kann, und ich kann jetzt auch dabei kontrollieren, wie viel der O2-Wert dann sich ändert im Verhältnis bei den 10% auf und zu, und sehe dann, ob es reicht oder ob ich da noch eine andere Einstellung vornehmen kann. Es dauert jetzt immer so pro Punkt 40 bis 50 Sekunden, bis er seine Werte hat, und dann sehe ich, ob das passt oder ob wir da nochmal ran müssen, aber es sieht bisher ganz gut aus. Also der Kunde muss dem Staat South Carolina auch vorweisen, hey, einmal im Jahr guckt man, wird es durch einen Experten, durch einen Fachmann überprüft, der Brenner. Und ich fülle dann auch das Dokument aus, welches er dann weitergibt an den Staat South Carolina. Und dadurch kann er auch nachweisen, hey, es wurde die Brennerkurve sich angeguckt und es passt. Und ich schreibe dann die Vorher-Nachher-Werte rein und dann passt das. Und dann ist das Land und auch zufrieden. Hier mein Abgasmessgerät. Wir benutzen das von der Firma Testo, welches jedes Jahr neu kalibriert wird durch den Hersteller. Und mit diesem Messgerät habe ich oben im Kamin, das rechte ist jetzt hier in diesem Falle die O2-Regelung, welche direkt auf die Brennersteuerung geht. Und links davon, was hier an dem Schlauch befestigt ist mein Abgasmessgerät, mit welchem ich die O2-Regelung einfach gegenkontrolliere und schaue, ob diese auch noch akkurat ist und die Werte passen. Und dieses ist auch immer sehr wichtig. Ohne ein Abgasmessgerät kann man keinen Brenner einstellen. Dieses ist wirklich sehr wichtig, um eine aussagekräftige Messung zu machen. Noch das Abschlussgespräch mit dem Kunden führen, und dann war es das für die Jahreswartung bei Roseburg. Cut! So, das war die Wartung bei Roseburg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich um dieselbe Zeit wieder hier. Die Anlage ist jetzt
top in Schuss. Wir haben alles nachkontrolliert und alle Sicherheitsketten getestet. Wir haben den Brenner sauber eingestellt und ja, der Kunde kann jetzt wieder 24/7 produzieren. Hoffentlich ohne Störungen, aber das weiß man nie, da steckt man nie drin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche geht's weiter.